24. Oktober 1941. Ich bitte Sie, die mir zukommende Pension an meine neue Adresse weiterleiten zu wollen. Litzmannstadt, Ghetto, Warthegau. Rembrandtstraße 10, früher Frankfurt am Main, Liebigstraße 4, Wilhelm Israel Assenheim. Das ist die Personalakte von Wilhelm Assenheim, Kollege und Prokurist bei der Deutschen Bank. Der hat 1894 seine Lehre in Offenbach angefangen, 99 Jahre vor mir. Und wer heute mit mir in die Akten reinschaut, ist Martin, du bist Leiter des Historischen Instituts der Deutschen Bank. Was ist denn jetzt mit dem Kollegen Assenheim passiert? Ja, das ist leider eine ganz traurige Geschichte, Jürgen. Also das, was du vorgelesen hast, sind im Grunde seine letzten Zeilen, das letzte schriftliche Dokument, was wir von ihm besitzen. Er war damals im Ghetto Litzmannstadt. Das ist die nationalsozialistische Bezeichnung für die Stadt Łódź im heutigen Polen. Dort war er hin deportiert worden. Wenige Monate nachdem er das geschrieben hat, sind er und seine Frau Jenny in Litzmannstadt in Łódź ums Leben gekommen. Wie viele Akten hast du hier überhaupt liegen, Martin? Ja, 13.000 Regalmeter sind hier untergebracht. Ja, das komplette Gedächtnis der Deutschen Bank. Da haben wir ein paar schöne Fotos hier von der Filiale Frankfurt. Das ist zum Beispiel der Devisenhandel um 1930, also genau die Zeit, dass der Wilhelm Assenheim auch in der Deutschen Bank gearbeitet hat. Der ist aber jetzt nicht da drauf. Der ist jetzt hier nicht drauf, weil er ja nicht Devisenhändler war. Aber ich bin ziemlich sicher, dass er die alle kannte, die da drauf sind. Diese beiden Akten erzählen einen Zeitraum von 1908 bis 1941. 1908 deshalb, weil er da bei einem Vorläufer der Deutschen Bank eingetreten ist. Und da haben wir auch sein Bewerbungsschreiben. Kann ich gar nicht lesen, du. Unter höflicher Bezugnahme auf die Unterredung, die ich mit Ihnen zu führende Ehre hatte, erlaube ich mir Ihnen mitzuteilen, dass ich den mir gütigst angebotenen Posten bei Ihrer geschätzten Bank per 1. Juli annehme. Mit vorzüglicher Hochachtung, Wilhelm Assenheim. Das klingt fast nach Kaiserreich. Es ist Kaiserreich, ja. Mittendrin. Wie ist es denn mit der Karriere von Assenheim weitergegangen? Als Prokurist der Filiale Frankfurt hat er verschiedene Abteilungen durchlaufen. Er war im Sekretariat, das ist die damalige Bezeichnung für die Kapitalmarktabteilung. Er war im Kreditbüro und zuletzt war er Leiter einer Korrespondenzabteilung in der Filiale. Wie lange können wir die Akte dann nachvollziehen? Die Akte selbst geht ja bis 1941, aber er ist 1933, also kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, zwangspensioniert worden. Haben wir da Belege dafür, dass das zusammenhängt? Wir haben keine unmittelbaren Belege dafür, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass er aufgrund seiner jüdischen Herkunft 1933 oder Ende 1933 sozusagen zwangspensioniert wurde mit nur 55 Jahren. Und das, obwohl die Bank ihm wenige Monate zuvor zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum nochmal sehr anerkennende Worte ausgesprochen hat. Eine 25-jährige Zugehörigkeit zu unserem Gesamtinstitut. Das ist eigentlich nochmal sehr verbindlich und freundlich, wie die Bank ihm zu diesem Dienstjubiläum gratuliert. Es sind auch 2 Vorstandsmitglieder, die hier unterschreiben. Nichts deutet darauf hin, dass im Grunde hier der politische Einfluss schon so groß ist, dass er eben wenige Monate später dann aus den Diensten der Bank ausscheiden muss. Jetzt hat er aus der Ferne nach seiner Pension gefragt. Und was ist passiert? Er hat keine Pension mehr bekommen im Ghetto. Es gab dann eine allgemeine Anweisung der Geheimen Staatspolizei, auch an die Bank, dass Pensionszahlungen von evakuierten Juden, wie man das nannte, also Deportierten, einzustellen seien. Sein Vermögen ist beschlagnahmt worden, dazu zählten auch die Pensionsansprüche. Martin, jetzt hast du so viele Akten hier von Menschen. Wie geht es dir denn persönlich damit, wenn du so Einzelschicksale von den Leuten siehst? Ja, obwohl man sich beruflich jeden Tag damit beschäftigt, ist es natürlich immer doch eine Ergriffenheit und dass man persönlich bewegt ist, wenn man über solche Menschen liest. Ganz reale Biografien von Deutsche Bank-Mitarbeitern, die heute ganz ähnliche Karrieren durchlaufen, bis eben in deren Leben ein Punkt kam, wo jemand sagte, du darfst hier nicht mehr mit uns arbeiten.
Durch das Gedenken sollen diejenigen wieder dazugehören, die einst von hier gewaltsam verjagt wurden. Es ist mir eine große Ehre, ein weiteres Mal Stolpersteine für einen in der NS-Zeit verfolgten jüdischen Angestellten der Deutschen Bank zu enthüllen. Ich glaube, es ist immer was ganz Besonderes, hier an diesem Ort zu sein, in dem Haus oder vor dem Haus zu stehen, in dem Wilhelm und Henriette Assenheim gelebt haben und dann hier auf dem Trottoir die beiden Stolpersteine zu enthüllen und sozusagen auch im täglichen Vorbeigehen daran erinnert zu werden, dass diese beiden Menschen hier lebten, ganz normales Leben führten, Teil der Gesellschaft waren und dann ausgegrenzt wurden. Ich nicht. Christian, du wohnst hier im Haus, wo Assenheim früher gewohnt hat. Ich bin jetzt sehr spontan zur Enthüllung gekommen. Meine Frau arbeitet bei der Deutschen Bank. Der Bezug war mir überhaupt nicht klar. Was ist dir zuerst durch den Kopf gegangen, als du erfahren hast, dass Assenheim hier in deinem Haus gewohnt hat? Ich glaube, das ist der Schlüssel zu dem Projekt, dass alle immer denken, die Nazizeit ist weit weg und es ist zwar auch immer örtlich weit weg. Die KZs sind irgendwo in Osteuropa. Und wenn man dann mitbekommt, es war in der Nachbarschaft, das macht mich betroffen und das bringt einem die Sache doch wesentlich näher. Das ist bedrückend. Auf jeden Fall. Denkt mal drüber nach, wo Ausgrenzung anfängt und wo sie hinführen kann. Und wenn ihr Stolpersteine seht, schaut mal genauer hin.